Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Mein heutiges Bild wird eine Mixed Media Collage sein, die ich mit Blattgold und einem Papier herstelle. Doch zunächst werde ich eine Hintergrundbemalung auf der rechteckigen Leinwand herstellen. Meine Farben sind dabei zunächst einmal die von Winsor & Newton und die mische ich mir mit einem Multi-Effekt-Medium von Bösner einfach auf meinem Teller an. Beim Stöbern hatte ich neulich einen kleinen Block entdeckt. Der hatte super schön angelegtes Papier mit goldenen Punkten drauf und das schneide ich mir für meine heutige Collage einmal zurecht. Blattgold lässt sich tatsächlich mit verschiedenen Medien aufkleben. Und heute benutze ich einmal einen Transparentlack von Bösner, weil ich damit auch das Papier ankleben kann. Also ich bestreiche die Rückseite des Papiers ebenfalls mit dem Transparentlack und auch meine Oberfläche auf der Leinwand. Und dann hält das auch richtig gut, denn ich habe natürlich heute nicht nur vor, diese beiden Sachen abwechselnd auf meine Leinwand zu kleben. Und ihr seht, dass das Blattgold von besserer Qualität ist. Es lässt sich viel besser aufbringen und zerreißt auch nicht sofort. Natürlich geht hier und da mal ein bisschen was von dem Blattgold verloren, aber längst nicht so viel wie bei dem Blattgold, was ich neulich aus dem Internet bestellt hatte. Wie gesagt, ich gebe euch die Materialien in der Videobeschreibung an. Da ich so ein bisschen auch auf dem Goldtrip bin, habe ich mir nochmal meinen Goldpuder genommen und auch dieses in den Transparentlack gerührt. Und mit dieser Mischung, die relativ transparent ist, gehe ich nochmal über die anderen Flächen, die jetzt kein Blattgold und kein Papier haben. So sieht das Bild jetzt nach den ganzen Vorbereitungen aus und ich habe es auch inzwischen mit dem Föhn einmal angetrocknet, sodass ich jetzt endlich zu meinem Spachtel greifen kann und mit den flüssigen Acrylfarben weitermachen kann. Bislang war ich auf meinem Bild ja sehr hell unterwegs und das wird sich jetzt ändern mit dem Payne's Grey. Dieses Payne's Grey ist eine wunderbare Farbe, denn mit Grau hat sie nicht viel am Hut. Zumindest wenn sie von der Firma Golden kommt. Das ist also eher ein dunkleres Blau. Und ich finde, das macht sich natürlich ganz hervorragend auf meine Grün-Türkis-Gold-Mischung mit diesem dunklen Blauton zu arbeiten. Wichtig war mir auch, dass jetzt die Farben eher flüssiger sind, damit auch der Blattgoldanteil an Stellen immer noch durchschimmern kann. Und ich habe vorhin das Blattgold bzw. den Transparentlack nicht gleichmäßig aufgetragen, sondern habe immer darauf geachtet, dass der an manchen Stellen etwas dicker ist und dadurch hat das Blattgold teilweise Rillen oder Riefen. Und wenn ich jetzt mit dem Spachtel darüber gehe, bleibt die Farbe an manchen dieser Erhöhungen quasi hängen. Das ist natürlich ein sehr interessantes Muster, was sich jetzt nach und nach mit dieser Technik ergibt. Nachdem ich die Leinwand einmal um 180 Grad gedreht habe, habe ich mir überlegt, dass ich die zweite Seite mit einer anderen Farbgebung machen möchte. Ich hätte mich ja wieder für das Payne's Grey und das Magenta entscheiden können, aber auf der zweiten Seite habe ich mich jetzt für das Magenta als untere Farbe und als zweite Farbe für das Titanweiß entschieden. Und somit entsteht eine etwas hellere Hälfte und auf der anderen Seite eine dunklere Hälfte. Trotzdem bekommt die dunklere Hälfte mit Titan Buff jetzt auch noch eine helle Komponente und die trage ich als Untergrundfarbe auf, um nochmal zu dem Payne's Grey zu greifen.
Denn wenn ich jetzt auf diese Untergrundfarbe das Payne's Grey auftrage, dann sieht man, welches Geheimnis hinter dieser Farbe steckt. Und zu diesem Zweck greife ich zu meinem kleinen Rakelwerkzeug und ziehe ganz langsam die Farbe in Richtung Bildmitte. Was für die eine Seite funktioniert hat, kann ja auch für die andere Seite funktionieren. Und deswegen drehe ich nochmal das Bild, trage Titan Buff auf und ziehe das Titan Buff auch nochmal in Richtung Magenta. Es ist ein sehr außergewöhnliches, abstraktes Acrylbild entstanden und bekommt jetzt mit ein paar Kratzern noch seine individuelle Handschrift. Ich kann nur sagen, es gefällt mir sehr gut und ich werde es euch gleich einmal zeigen, wie es noch im nassen Zustand aussieht, in getrocknetem Zustand und wie es letzten Endes an der Wand hängt. Jetzt gehen wir gemeinsam mit der Kamera einmal über das noch nasse Bild. Man kann genau sehen, wo die Hintergrundbemalung mit dem Grün noch durchschimmert. Man sieht, wie schön das Blattgold noch die Struktur der Leinwand durchschimmern lässt. Das Papier ist teilweise mit seinen goldenen Punkten noch zu sehen. Die einzelnen Farben, die teilweise über das Blattgold gezogen worden sind, bekommen einen metallischen Schimmer. Und man sieht auch sehr schön die Spuren und Kratzer, die das kleine Rakelwerkzeug hinterlassen hat. Im getrockneten Zustand sind die Acrylfarben zwar etwas dunkler aufgetrocknet, teilweise hat das Payne's Grey, wo es etwas dichter aufeinander gelagert ist, jetzt die Farbe von fast schwarz angenommen. Dort, wo es leichter aufgetragen ist, seht ihr, bleibt es bei diesem dunklen Blau-Grau. Und auch das Magenta hat teilweise blutrote Farbtöne und mit Hilfe von Titan Buff und Titan Weiß gibt es auch ein paar rosafarbene Töne auf diesem Bild. Zum Abschluss habe ich euch das Bild einmal an einer Galerieschiene aufgehängt und mit einer anderen Beleuchtung versehen, sodass ihr euch einmal an den Details erfreuen könnt, die dieses Bild so ausmachen. Und dann gehen wir langsam ein paar Schritte zurück, um einen anderen Betrachtungsabstand zu bekommen und lassen das Bild einmal in seiner Gesamtheit wirken. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Du darfst gerne etwas Konstruktives in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.